glaube, Moratorium ist einer der härtesten Songs auf dem ganzen Album. Ist auch für mich relativ ein anspruchsvoller Song. Er drückt eigentlich von Anfang an bis zum Schluss rein. Hat eine kurze Verschnaufpause zwischendurch, wo ich mich ein bisschen entspannen kann, bevor eigentlich dann der Breakdown anfängt. Ja, was ich auch cool finde beim Moratorium ist, dass wir sehr monotone Teile eigentlich haben. Das Keyboard hat wirklich Platz, um die Koloration reinzubringen. Wir haben in den Strophen haben wir immer nur eine sehr rhythmisch fokussierte Schlagzeug, Bass, Gitarre, aber das K4 macht Akkorde und leitet eigentlich auch wirklich die Grundlage, weil sonst hättest du nicht so viel zum drüber singen, weil wir sind eigentlich immer auf dem A und fertig ist es. Es ist einfach so ein Head-Bang-Song halt, oder? Es ist einfach der, wo die Leute ein bisschen abgehen dazu. Dem Song hat das Schlagzeug natürlich auch endlich mal richtig etwas zu tun. Macht auch immer Spass, wenn jemand sagt, nach dem brauche ich eine Pause. Ja. Das ist gut, muss jedes Instrument ein bisschen fordern und das wird, glaube ich, im gesamten Album überall ein bisschen rausgeholt und gezeigt. Der Öle ist dann eines Tages mal in die Bandprobe gekommen und hat gesagt, ja komm, spiele mal ein Stück, das geht irgendwie so und da habe ich gedacht, okay, ich sehe jetzt da gar keine Struktur, aber muss mal ansitzen und habe jetzt wirklich noch einige Bandproben gebraucht, bis ich den Teil auch dann wirklich drauf hatte. Was ich auch mag, ist der Breakdown kurz vom letzten Refrain. Das war auch eine Challenge, der funktioniert einfach nur, wenn er exakt ist, wenn er wirklich perfekt und tight gespielt wird. Das ist immer eine coole Herausforderung, gerade für Gitarre, Bass und Schlagzeug, um das auch live so rüberzubringen, sonst verliert es gerade die Energie. Und das macht auch, aber wenn man dann merkt, man ist so wirklich ganz zusammen, das macht auch Spass. An was ich recht gefreut habe, ist so ein bisschen an der Keyboard-Spur, die über dem Refrain so ein bisschen weit durchtänzelt. Wo die unten so voll am Shredden sind und die Keyboard-Streicher, die tänzeln ein bisschen oben durch und machen ihre Melodie. An dem habe ich Freude. Der Schluss, der wirklich ganz Schluss vom Moratorium, wo man wirklich auf dem ultraschrägen, verminderten Akkord aufhört und einfach nicht auflösen, das einfach weigert, den Song jetzt noch schön abzuschliessen, wo man es fast schon ein bisschen weigert, eben Konventionen zu folgen. Aber für das finde ich es einfach auch cool und man merkt nicht, wie man es so vehement anders macht, gibt es dann wie wieder einen eigenen Stil.